Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge The Park. In der letzten Episode, Leute, sind wir da hinten mit der Krake gefahren und da ist uns ja irgendwas Komisches da passiert, ne? Da haben uns irgendwie so ein komisches Gesicht, so ein riesen Monstergesicht angeschaut oder ich weiß nicht genau, was das war. Ich bin da noch nicht schlau draus geworden und, naja, wir suchen unseren Sohn, ne? Den Callum. Hello? Und genau, als nächstes müssen wir irgendwie zu dem Haus da. Ich möchte mal kurz auf die Karte da schauen, wo wir jetzt sind. Wir sind schon jetzt mal da, wo der Stern ist, oder? Genau, Octotron. Das war das, was wir, wo wir halt gerade waren, oder? Ja. Rollercoaster, House of Horror, Sideshow. Okay, da unten ist der Eingang. Dann ist das Sideshow LA. War das mit dem Schwan? War das? Ich glaube, das war das mit dem Schwan. Na, oder war das mit dem Schwan? Weil da das Wasser ist. Ach, keine Ahnung. Komm, wir gehen dann weiter. Where are you? Where are you, Callum? Okay, das Haus macht mir irgendwie voll Angst. Warum flackert... Mommy needs Das to ist ein see you, Zettel! Callum. Das ist ein Zettel! Gib ja eine Ruhe. Da ist doch... Ich bin mir nicht sicher, war da jetzt... Moment. Oh, da ist wer drinnen! Na, da ist wer drinnen! Wer ist das? Ah, und ich muss jetzt dahin zu dem Zettel, oder was? Ah, willst du mich verarschen? Ih, wer ist das? Oh, die schaut so tot aus. Na, oh Gott, ich weiß jetzt schon, dass ich Albträume krieg. Ja. Okay. Oh. Was ist das da? Oh, gib mir doch den Zettel! Oh, ich hab den Zettel. Okay, ich bin sicher, wenn ich den Zettel habe, oder? Okay, oh Gott, ist das viel zum Lesen. Von der Laura Henman. Ah, die Laura Henman ist vielleicht die Frau, was da drinnen sitzt? I thought working in a park for a summer would be a lot of fun, but the end of season here really drags. There aren't that many tourists around. Okay. And so most of the staff spend the day standing around gossiping. And most of that gossip is about Chad. Ah, Chad ist das Maskottchen. I mean Steve. See? Even I'm starting to call him Chad. And I went to school with the guy. It's that goddamn suit. In the beginning it was a laugh. Steve, a local lush, as Chad the chipmunk, child-friendly mascot at Atlantic Island Park. Lock up your daughters and all of that. But the more he wears that suit, the weirder Steve is getting. At first it was little things like refusing to change out of the suit at work and taking it home with him every day. Okay, so diese Laura Henman hat den Chad, also Chad, der Chipmunk, der eigentlich Steve heißt, hat den schon kennt aus der Schulzeit und so. Und irgendwas ist mit dem komisch. Also sie sagt, dass der sich so verändert hat, er ist ganz komisch geworden irgendwie. Irgendwas hat das mit dem Anzug da an sich. But then I saw him at Susie's diner, still wearing it. And it wasn't even a work day. Some of the staff complained discreetly to park management about the smell, and I saw him walking and talking with Mr. Winter, the owner, one day. But nothing seems to have changed. The suit still smells like a car... Was? Like a car... Keine Ahnung. Whenever Steve walks by. And apparently Steve has picked up some new skills since the last time I saw him puking up in a... Was? Gitter? Was? Keine Ahnung. Outside the... Irgendwas Station.
Because he sure as hell can carve a mean ice sculpture. Those shapes he makes in the ice, though, they give me the creeps. Steve came by the booth today, lucky me, and he just hung around for a while. I couldn't really tell because of the suit, but it seemed like he was just staring at me, sizing me up, eye-fucking me, whatever he was doing. Okay, also der Steve hat dann angefangen, halt den Anzug mit heim zu nehmen und hat ihn auch in seiner Freizeit immer tragen. Und ich check das nicht, was hat das mit den ganzen Eisskulpturen da auf sich? Er versucht da immer so gruselige Eisskulpturen zu machen. Oder ich weiß nicht, was hat er für ein Problem, bitte? I asked him what he wanted and he just stood there, not saying anything. Eventually I called my supervisor, and when he came by, Steve wandered off. My supervisor told me to put everything in writing, so here it is. Also, I quit. I don't want to see the chipmunk suit ever again. Laura Hanman. Okay, die Laura Hanman hat dann auch gekündigt wegen dem Steve, weil er sie immer so komisch anschaut und sie hat einfach immer so ein komisches Gefühl bei ihm gehabt. Okay, und das war's, oder? Callum? Wie geht das weg? Hä? Go. Wie kriegen wir... Behindert, Alter! Schleich die! Oh! Oh Gott, was? Und tschüss. Oh, was ist denn mit dir los, Alter? Come to mommy, Callum. Und ich konnte nichts weiter machen bei dem Haus. Callum, where are you? Das ist gib mal Ruhe, Callum. Where are you? Okay, na, da gibt's nichts mehr. Aber hier. Boah, dieses Kind nervt mich nur immer. Boah, das war jetzt nicht schön. Es war irgendwie zwar offensichtlich. Callum, tell mommy where you are. Mother duck said quack, 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 quack. Quack, quack, quack. Das sind schon wieder die Stimmen. Aber das ist für mich irgendwie nur so ein Geschreie. Oh, es ist eine Achterbahn. Nein, das ist so ein Autodrom. Callum? Catch me, Mom. Ich darf nicht so lieb, also die redet so lieb mit dem Kind. Ich darf den schreien. Und nicht so, Callum, wo bist du? Constant crashes and 80s music. I guess it floats someone's boat. Stop! Callum! Naja, okay. Jetzt müssen wir da rein. Jetzt wirst du sicher mit dem wieder fahren. Hier! Examine Device. Okay. Was? Muss ich... Warum ist denn das Büdel da jetzt so... Come out, sweetie. Was war denn das jetzt? Das waren wir! Auf dem... Was sind wir? Da wurden wie... elektrisiert? Wie sagt man denn? Wisst schon, Schock und so. Strom durch meinen Körper.
Jetzt waren wir auf so einer... Come back. Vielleicht in einem Krankenhaus oder so? Okay, da gibt es nichts. Oh, ich hätte manchmal jetzt gedacht, dass wir mit denen fahren. Aber anscheinend nicht. Ach stimmt, ja vergessen, ich kann ja laufen auch. Das war da, ne? Callum, come back here right now. Ah, da, okay. Okay, dann schauen wir mal. Aber wahrscheinlich das einzige Auto, was leuchtet, oder? Schätze ich mal. Ein Report. Employee names Francis Dufresne. Ja. Brauche ich da irgendwas? Time and date of accident. 25. Oktober. Laborers working on the crane. Okay, during the transport of the bumper cars into the arena, one of the straps attaching the load of the truck came untied, causing a cascade of bumper cars onto Francis, who was standing directing the driver. Francis was crushed by the weight of the cars. Okay, also dieser Francis ist von diesen Bumper Cars, wo es versucht haben, die ganzen Autos da in die Area da zu bringen, ist er zerquetscht worden, weil irgendwas schief gelaufen ist. Francis was killed. Supervisor comments. Dexter, the truck driver, claims to have seen someone on the back of the load, undoing the straps. Nobody else reported seeing that. The sheriff has requested that Dexter provide them with urine samples. What could have been done to prevent this accident? Double checking of the straps after transit should be mandatory and drugs for all drivers. Okay, also der Dexter, das ist der Fahrer von dem LKW da, wo die halt, oder LKW, wo halt die ganzen Autos da abgeliefert worden sind, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ne? Der hat gesehen, dass irgendwer die ganzen, wie sagt man denn, die Riemen oder so, wo halt die Bumper-Cars festgemacht worden sind, hat halt die gelöst, dass die extra runterfliegen und den Francis zerquetschen. Meine, ich druck da immer falsch. Ah! Ha! Ha! Lauf! Oh Gott, lauf! Alter. Mommy is coming, Callum. Also irgendwas. Ich kann nicht mehr laufen. Bitte mal laufen. Okay, passiert da leicht jetzt nur irgendwas? Lalalala. Okay, das Auto zeigt mir nur den Weg, oder? Okay, gibt's da keinen weiteren Weg? Schau, da vorne ist ja auch noch was. Ach Mist, ich mag sowas nicht, wenn man so viele Möglichkeiten hat zum Hingehen. Alter, die Geräusche. Where are you, Callum? Mist, also da kommt man... Callum, where did you go? Okay, ich glaube, da geht's ja nicht weiter. Das ist nur so ein Aussichtsding. Ah doch, da ging es runter. Oh Gott, okay, schau jetzt mal da her. Read page. Dispute them. They haven't sent an inspector for investigate the accidents at the park. I've given him the grand tour and spoken about all of our safety upgrades, but he seems unconfident. In this case, the park itself is working against me.
This blah blah blah, keine Ahnung, man has become more and more intractable the more time he spends in the park. I've offered to pay for his stay in the Overlook Hotel to get him out of there. It seems to have made him even more paranoid. I don't think this man is going to allow my park to stay open. This is a disaster for my ultimate goals. Okay, es ist anscheinend von dem Winter, dem Owner. Ne, der Besitzer halt von dem. Oh Mann, Leute, wo muss ich hin? Ich mag überall hin, aber Don't be afraid. da scheint es ja auch weiter zu gehen. Na Leute, komm, dann schauen wir mal da rüber. Vielleicht ist da drüben, vielleicht geht's da ja gar nicht weiter. Ah Mann, es wird da so oft gespeichert. Callum! Tell me where you are! Okay. Aber bei dem Weg habe ich irgendwie, da kommen wir zum Riesenrad. It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word. Just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. Okay. Stay where you are. Okay, also sie hat echt irgendwelche so psychischen Probleme kommen. Also glaube ich jetzt schon langsam. Alter, was sind das? Oh, das sind keine normalen Geräusche, was das sind, ganz ehrlich. Stay where you are. Und ich mag überhaupt nicht mit dem fahren. Boah, das ist echt riesig. Deshalb nennt man es auch Riesenrad. Haha. Read page. Continually delayed by the incompetence of the builders. The problem is that they are locals, and so they believe a lot of the rumors about what old man Henderson used to do here. They grew up on these tales. Every time a bolt comes loose or a wrench goes missing, those fools are crossing themselves against the black magic. Of course, that is why I chose this site over all other potential. Solomon Island is a nexus for dark energies, and the thought of all that power just dissipating beneath the earth here, it makes my skin crawl. I called in a few favors back in Brooklyn and got someone at the local academy to see if they had any interesting books about local history. Turns out they do, and it turns out that Old Man Henderson has some pretty strong connections to the Brooklyn crowd. Perhaps something he wrote will help me find a piece of the plans that I'm missing. Okay. Jetzt haben wir ja schon erfahren, dass dieses Gebiet da, dass da irgendwelche schlimmen Sachen passiert sind, und anscheinend geht es um irgendwelche schwarze Magie und so. Und die Leute, die da wohnen, sind halt sehr abergläubisch und glauben an das Ganze. Und das erschwert halt die ganzen Arbeiten an dem Park, weil wenn immer irgendein Teil fehlt oder irgendwas passiert oder was nicht nach Plan läuft, dann glauben halt immer gleich alle, dass da schwarze Magie im Spiel ist. Die Geräusche, Alter. Kommt man da rein? Oh, es wird gespeichert.
Okay, aber Leute, ich muss jetzt mal schon schauen, wo wir da überhaupt sind. Wir sind jetzt da oben. Bumper Cars. Also wir waren jetzt beim Rollercoaster noch nicht. Da geht's dann da runter. Oder? Glaube ich. Mommy is coming, Callum. Okay. Mommy is coming, Callum! Gut, dann schauen wir da mal her. Zack, zack, zack. Jetzt passiert sicher irgendwas. Decrease Speed. Dann nur langsamer. Das wäre eigentlich eine coole Arbeit, oder? Den ganzen Tag da stehen, langsamer machen, dann wieder schneller machen. Aber ich glaube, da verdient man auch nicht recht viel Geld, kann ich mir vorstellen. So, gehen wir da mal raus. Oh, da schaut mal, das ist der Chat. Alter, schau, wie das knarzt und quietscht, hey, mit dem fahr ich doch nicht. Ja, okay. Oh Gott, jetzt passiert's. Jetzt passiert's, Leute, jetzt. Okay. Alter, weh, da drüben sitzt dann auf einmal wer. Oh Gott, also die Ansicht da, die gefällt mir gerade überhaupt nicht. Wirklich überhaupt nicht. Auf einmal ist es dunkel geworden. Warum wird's da jetzt dunkel? People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Okay. Oh Gott, das ist jetzt echt ein bisschen traurig. Ich bin gerade ein bisschen angespannt, weil ich glaube, dass... Ah! Wer bist du? Ich habe mir schon gefragt, wer da die ganzen Hebeln da macht. Wer bist du bitte? Aber vielleicht ist es ein Freund. Vielleicht hilft der uns ja. Nein, ich geh da nicht rein. Vielleicht hilft er uns, unseren Sohn zu finden oder so. Callum? Callum! Oh, Schatz, ich kann da nur was machen. Callum, where did you go? Warum kann ich da jetzt noch mal reingehen? Jeder Typ steht da drinnen. Where are you, Callum? Oh, Zettel! So they are going to close this place down. Doesn't surprise me. Oh, okay. Inspector's comments. After touring the park, riding the rides and viewing the startling number of incidents suffered here in the park, it is this inspector's opinion that Atlantic Island Park should be shut down until Nathaniel Winter complies with all safety regulations. While I understand that there is a sensitive political relationship between Mr. Winter and the senator, I nevertheless suggest that such political considerations be set aside in condemning Atlantic Island Park.
The rides at first glance appear well constructed and maintained, but the sheer number of incidents in the park during the last few years and during construction lead me to believe that there is something wrong at the base level of construction, and we should close the park and fully investigate these flaws. To wit, here is a partial blah 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 list of the fatalities in the park since opening only 2 years ago. Okay, also der Park wird nicht geschlossen, weil eben da schon so viel Scheiß passiert ist. Und da ist jetzt aufgelistet, was eben in 2 Jahren passiert ist. Family of 3 killed when a roller coaster cart derailed. 14 separate incidents of broken bones and crushed ribs while riding the Octotron. Alter. 3 suicides from the top of the Ferris wheel. A child seriously injured on the escalator. Over 1,000 children reported missing in the House of Horror since its construction. Okay, ich möchte nicht in das Haus des Horrors da rein. 1 report of a drowning in the Tunnel of Tales. The sheer volume of incidents means that it is my strongest recommendation that Atlantic Island Park be closed immediately. Signed David Woolseth. Okay, gut, aber es finde ich eigentlich dann nicht schlecht, dass der Park da geschlossen wird, ne, wenn so viel Blödsinn schon passiert ist da. So. Boah, da haben wir gedacht, da steht wer, da weiß nur der Chat. Ja, es hat schon recht viel Tote gegeben. Auch Kinder. Wir müssen, glaube ich, jetzt da runter, ne? Da kommen wir dann zur Achterbahn, also zum Rollercoaster. Alan, where did you go? Was ist denn das da für Kugel? Callum? Callum! Ist euch aufgefallen, dass der Callum gar nicht mehr antwortet, wenn wir ihn rufen? Oh! Nicht, oder? Take Rollercoaster Ticket. Okay. Ah, nein, ich muss da hin. Ach, Kacke. Ah, ich kann mich gerade nicht überwinden. Dass ich so der blöden Puppe hingehe. Brauche ich denn das Ticket? Jetzt bin ja immer ohne Ticket wo reinkommen. Okay, Moment. Oh! Ganz ruhig. Ganz ruhig. This isn't a game, Callum. Das war so Kugel. Oder? Oh, I don't know. Okay, weiter. A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk, their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping a piss, feeding them. Little life-sucking monsters who take and take and take until... we all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. It'd serve the little fuck right if I just abandoned him. Was? Okay, sie ist einfach extremst überfordert. Aber sowas von überfordert, als alleinerziehende Mutter. Stay where you are! Ja, ist so komisch, weil so wie wir jetzt rufen, da denkt man halt, ja, sie vermisst ihn und er ist ihr ein und alles und keine Ahnung, was denn jetzt?
nach dem Dialog jetzt, also eigentlich kann sie ihm überhaupt nicht leiden, weil sie findet einfach, sie ist der Sklave für das Kind. Mommy is coming, Callum. Es ist ein bisschen verwirrend. Okay, ich bin jetzt schon echt gespannt. Ich glaube, das wird jetzt lustig mit der Achterbahn. Es wird Callum, where did gespeichert. you go? Warum antwortet unser Kind nicht mehr? Ich verstehe es nicht. Schauen wir jetzt mal kurz auf die Karte. Ja, genau, Rollercoaster. Boah, also der Text jetzt ist, was sie da gesagt hat, das... Aber auf das... Ich weiß nicht, das hat mich gerade irgendwie mitgenommen. Jedenfalls, Leute, in der nächsten Folge werden wir dann einmal da eine kleine Achterbahntour machen, würde ich sagen. Das schaut recht interessant aus. Und ja, es wird sicher was passieren. Nur was, das ist die Frage. Und wir werden es herausfinden in der nächsten Episode von The Park. Auf Wiedersehen. Ciao.